Ja, Dirk, 20 Stunden und 2000 Kilometer später sind wir jetzt endlich angekommen hier in Zentralschweden am See Lesjön. Zusammen mit Angelreisen Teltow haben wir uns hier die Destination ausgesucht wegen schönen Fischen. Ne? Erzähl Ja. mal ein bisschen. Immense Bandbreite, nicht nur der klassische schwedische Hecht mit Krautangelei und tiefen Wassern und Hecht- und Barschbeständen, sondern ein Flussabschnitt im nördlichen Bereich, wo wir dann Äschen, Bachforellen mit der Fliege zum Beispiel nachstellen können. Ja, was haben wir noch für Optionen? Wir haben noch einen großen Flussabschnitt, einen langsam fließenden für die Hechtangelei und noch etliche Seen, die mit Forellen und arktischen Saiblingen besetzt werden. Ja, alles dabei, Barsch, Hecht, Forellen. Angelreisen Teltow hat hier mit Steiner eine ganz schöne Sache. Das ist ein gutes Camp, etliche Häuser hier, viele Möglichkeiten direkt am Wasser, die Boote direkt vor der Tür. Wir sind schon mal ganz gespannt, wie die Woche jetzt läuft und hoffen einfach auf gute Fische. Ne? Wir sind jetzt auf dem Lesjön im nördlichen Bereich. Hier ist die Mündung vom Fluss. Wir sind hier in einem ganz tiefen Bereich und probieren jetzt gerade aktuell ein bisschen auf Hecht und Barsch zu angeln. Ja, der Flusseinlauf hat funktioniert. Bisschen mit dem Crankbait, voll in der harten Strömung. Also auch hier stehen die Räuber. Jetzt haben wir mal einen kleinen Barsch von der Kante geflippt. Mal sehen, ob hier noch ein paar größere stehen heute am Morgen. Der darf wieder gehen. Die Hechte sind aktiv, primär in den Krautbereichen, und wir versuchen jetzt mit solchen Fröschen die Jungs aus dem Kraut zu holen. Ja, kleinen Fisch aus dem Gemüse gepopelt. Macht aber super Spaß, die Angelei hier mit den Fröschen. Nicht ganz die großen Hechte, aber es ist auf jeden Fall kurzweilig und spaßige Angelei. Jetzt haben wir uns durch die Kleinen durchgeangelt und jetzt mal einen ganz ordentlichen Barsch hier erwischt, schön 40er. Das sind schon Fische, die so ein bisschen Spaß machen. Super geil. Recht kurzweilige Angelei wieder hier. Und los. So, jetzt bei der Suche an den Barschbergen haben wir hier einen schönen Hecht gefangen. Wir vermuten, dass er dreimal jetzt mittlerweile am Crankbait dran war. Beim dritten Mal konnte ich ihn auch landen. Hier in Schweden offensichtlich Orange eine absolute Knallerfarme für jede Form von Köder. Da darf jetzt wieder schwimmen gehen.
Wir sind jetzt hier direkt im Strömungsbereich des anschließenden Flusses und sehr gutes Eschengewässer. Das haben wir ja schon gesehen auf dem Grill der Angelkollegen weiter unten. Und schöner Fisch, kam direkt an der Strömungskante auf eine schöne Nymphe. Angelcamp in Schweden, wo wir uns jetzt befinden, ist ja direkt am Lesjön, an einem wirklich großen See mit einem Flusszulauf. Zusätzlich hat Steiner aber die Möglichkeit geschaffen, dass man hier an Satzseen auf Saiblinge angeln kann, natürlich auch auf Barsch und Forelle. Das sind besonders tiefe Gewässer mit kaltem Wasser und unglaubliche Atmosphäre. Zusätzlich hat man hier die Möglichkeit, gleich einen Grillplatz zur Verfügung zu haben und sich vor Ort dann die Forellen zuzubereiten. Wir sind hier an einem der tiefen Klarwasserseen in diesem Revier und an diesem See gibt es Forellen und auch arktische Saiblinge. So lange bin ich noch gar nicht hier und der hier, der kam echt am Grund auf einem Zocker. Das sind echt schicke Fische, Wahnsinn. Super schöne, farbenfrohe Fische. Echt toll. Wieder im Fluss, hier oberhalb vom Lesjön und haben jetzt vor einem Krautfeld geankert. Unterhalb vom Wasser befindet sich viel Gras, immer mal wieder ein dicker Stein. Die Strömung ist hier ziemlich langsam und mit flach geführten Gummifischen, größeren, versuchen wir es jetzt am Abend. Das ist jetzt der erste Fisch und ja, so kann es eigentlich weitergehen. This is a Ryan Little production. So, und da ist er. War ein echt schöner Drill. Ja, starker Kämpfer. Schlank, aber geil gefärbt und wir haben richtig Power. Ja, schöner Fisch. So, jetzt haben wir auch nochmal ein besseres Exemplar gekriegt. 4 Stunden sind wir jetzt schon am Angeln. Jetzt mal noch ein bisschen auf Hecht probiert, Barsche hatten wir ja schon genug. Und ja, schöne Farbe, schöner Fisch. Der darf jetzt auch wieder in sein Element. Jo, heute hat es auch endlich mal mit der Fliegenroute geklappt. Wir sind noch gar nicht so lange draußen. Es ist zwar schon abends, aber wir waren vormittags woanders. Und jetzt die Abendstunden haben wir nochmal genutzt und ich habe ein bisschen mit der Fliege und einem kleinen Streamern geangelt. Wollte eigentlich auf Barsch und ja, da hat hier der schöne Bursche zugegriffen. Echt genial.
Jetzt haben wir eigentlich auf der Suche nach großen Hechten ein Aaland gefangen auf Spinnerbait. Und einen ordentlichen noch dazu. Unglaublich. Also Möglichkeiten und Fischarten gibt es hier noch und nöcher. I know you live every day like it's your last. Please slow down, 'cause life can move faster than your wild heart can catch. When you can't see the truth you surround, follow the light that speaks through your soul. Ich? Okay. Okay, dann fange ich an. Ne? Ja, hallo, liebe Liebenden. Jetzt ziehen wir es durch. Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Jetzt, der Akku. Blöder Hund. Wir versprechen uns auch viel vom Naturerlebnis hier oben. Rentiere, Elche, das ist, glaube ich, das Gebiet mit dem größten Braunbärenbestand in Europa. Vielleicht sehen wir einen und können einen filmen. Das reicht auch, mehr als Film wollen wir nicht. Ja, Dirk, 20 Stunden später und 2000 Kilometer früher. Ich glaube, das vorletzte war nicht so schlecht. Vielleicht lassen wir es jetzt einfach auf. Ja, hier knüppeln die Monsterhechte hier aus dem Kopf. Oh. Ja. Nur größer werden. Ja, sagt er. Ja, was soll man dazu sagen? Ne?